So, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich habe heute die Ehre, meine zwei jungen Kollegen und Kollegen zu vertreten. Die sind beide abwesend, reisen wohl auch schon relativ viel in der Gegend rum. Mein Name ist Dirk Haller, ich leite den Lehrstuhl für Ernährung und Immunologie und wir haben heute wieder ein großartiges Thema und eine großartige Rednerin. Und es ist jetzt tatsächlich, glaube ich, 7 Jahre her. Ich habe tatsächlich den zweiten Vortrag hier gehalten zum Mikrobiom und das war damals schon großes Interesse und es freut mich tatsächlich, dass wieder das Haus voll ist und das Interesse offensichtlich immer noch vollständig vorhanden ist. Wir teilen die Leidenschaft zum Mikrobiom, die Melanie Schirmer als eine fantastische neue Kollegin, die wir rekrutiert haben. Und ehrlich gesagt bin ich stolz drauf, ich habe sie nämlich vor der TUM rekrutiert eigentlich, ja, weil ich hatte sie quasi in so eine eminöter Nachwuchsgruppensituation reingebracht, bevor sie dann senkrecht steil nach oben gestartet ist und als Tenure-Track-Professorin dann relativ zeitnah berufen wurde. Vielleicht noch ein bisschen um ihre Person. Sie ist Mathematikerin, da unterscheiden wir uns dramatisch. Ich habe keine Ahnung von Mathematik, aber ich fand diesen Spruch toll. Wer in der Mathematik was beweist, der hat eigentlich Wissen für die Ewigkeit geschaffen. Das finde ich eine ganz tolle Analogie, weil das ist nämlich absolut nicht momentan der Zustand in Biologie und ganz speziell in der Biomedizin, wo vieles im Fluss ist, wo wir viel experimentieren, wo vieles revidiert werden muss über die Zeit und vieles von dem, was ich damals gesagt habe, vieles war eigentlich schon immer noch wahr, aber muss man revidieren. Und die Mathematik gibt so etwas Wahrhaftiges, es versteht, durchdringt und sie hat quasi aus ihrem Mathematikstudium, würde ich mal sagen, die Logik mitgebracht, hat dann die Computational Biology mit nach Glasgow in ihrem PhD mitgenommen und quasi vertieft und ging dann über 5 Jahre nach Boston an das Broad Institute, ziemlich weltbekanntes Institut für Biomedizin, Sequenzierung, Genomforschung und die Harvard School of Public Health, genau. Also ein ziemliches Zentrum, auch für die Mikrobiomforschung, ist etwas, wo man sich wirklich, sagen wir mal so, extrem weiter- und fortbilden kann. Und sie hat diese Liebe zu den Daten rübergebracht. Und das ist mittlerweile in diesem Feld Mikrobiomforschung, würde ich mal sagen, mehr als die halbe Miete. Die Datenforscher sind viel schneller. Sie generieren wahnsinnig viele und kluge Ideen. Und die Nasslaborforscher, die strampeln dann im Laufrad hinterher und versuchen das zu beweisen. Ja, das ist so unser täglich Brot zwischen uns. Und sie reist gerne, das heißt, sie ist neugierig, sie war neugierig, sie ist neugierig aufs Leben, auf Neues und hat sich das auch im Privaten bewahrt. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie du dieses Thema aufarbeitest. Und ich bin mir ganz sicher, das wird eine faszinierende Reise an dieser Grenzfläche von Daten, die man translatiert in etwas, was wir vielleicht dann in der Medizin anwenden können, mit großen und vielen Fragezeichen. Aber die Daten sind im Moment die treibende Kraft. Und ich freue mich, Melanie, dass du heute da bist und ich bin ganz gespannt auf deinen Vortrag. Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank, Dirk, für die Einleitung. Ich möchte auch direkt die Gelegenheit nutzen, mich bei den Organisatoren für die Einladung zu bedanken und die Gelegenheit, Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Forschung heute Abend geben zu können. Wie Dirk schon erwähnt hat, dreht sich unsere Forschung um das Mikrobiom. Und heute Abend möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir große Datensätze nutzen, um kleine Mikroben zu erforschen. Aber als erstes, was ist überhaupt ein Mikrobiom? Das Mikro in Mikrobiom kommt von dem Wort Mikrobiologie und auch wenn unser Fokus größtenteils immer auf den Bakterien ist, beinhaltet es viele andere Mikroorganismen, wie zum Beispiel Archeen, Pilze, Viren und Protozoen. Wenn wir viele Zellen einer mikrobiellen Spezies haben, sprechen wir in der Regel von einer Monokultur.
Aber sobald wir Zellen von mehreren Spezies haben, haben wir eine mikrobielle Gemeinschaft. Und es können 2, 3 oder hunderte verschiedener Spezies sein. Und sobald wir diese mikrobielle Gemeinschaft in einer bestimmten Umgebung betrachten, sprechen wir dann von einem Mikrobiom. Verschiedene Definitionen beinhalten nicht nur die Bakterien in dem Mikrobiom, sondern auch ihre Gene und Genprodukte, sowie zum Beispiel RNA-Moleküle, Proteine und Metabolite. Also ein Mikrobiom ist im Prinzip eine Menge von Bakterien zusammen mit ihren Molekülen, die wir in einer bestimmten Umgebung vorfinden. Jetzt meine erste Frage an Sie. Welche Mikrobiome kennen Sie vielleicht schon oder von welchen Mikrobiomen haben Sie schon gehört? Vielleicht finden wir 2, 3 Beispiele. Ja, bitte. Das Darmmikrobiom? Genau. Das ist auch ein Beispiel, was uns sehr viel beschäftigt. Fallen Ihnen vielleicht noch ein paar andere ein? Ein paar andere Umgebungen, wo wir vielleicht auch Mikroben finden? Sie dürfen auch gerne raten. Ja? Auf der Haut, genau, ist eine andere Körperstelle, wo wir auch Mikroben finden. Ja? Nochmal? Im Joghurt finden wir auch Mikroben, genau. Das sind schon mal gute Beispiele. Ich habe Ihnen heute Abend auch ein paar mitgebracht und das ein bisschen in verschiedene Kategorien unterteilt. Zum einen natürliche Umgebungen, also wir finden auch ein Mikrobiom in Ozeanen und Meeren, aber auch in sehr extremen Umgebungen, wie zum Beispiel Geysiren oder heiße Quellen. Und zum Beispiel auch in Bodenerde, wo vor allem noch viele unbekannte Mikroben sich befinden. Mikroben und vor allem Bakterien siedeln sich aber überall an, ob wir es wollen oder nicht, vor allem auch in künstlichen Umgebungen. So gab es zum Beispiel eine Studie zum Mikrobiom des U-Bahn-Systems in New York vor ein paar Jahren. Auch in verschiedenen Settings, wo wir die Mikroben vor allem nicht haben wollen, wie vor allem die Krankenhäuser oder auch der Kühlschrank zu Hause. Und eine andere große Kategorie sind andere Lebewesen. So ist zum Beispiel schon das Mikrobiom von Hunden studiert worden, von Fischen, aber auch von Pflanzen. Und dann außerdem, das sind auch vor allem die Beispiele, die wir gerade eben gehört haben, gibt es das menschliche Mikrobiom. Und wenn wir so einen typischen menschlichen, erwachsenen Körper uns anschauen, finden wir ungefähr 30 Billionen menschliche Zellen. Und unser eigenes Genom besteht aus ca. 20.000 Genen. Wenn wir das mit unserem Mikrobiom jetzt vergleichen, finden wir ungefähr genauso viele mikrobielle Zellen wie menschliche Zellen mit geschätzten 38 Billionen Zellen, die insgesamt 8 Millionen Gene von 10.000 verschiedenen Spezies circa enkodieren. Und diese Mikroben, vor allem die Bakterien, finden wir wirklich überall in und auf dem menschlichen Körper, inklusive dem Mund, den Atemwegen, unserer Haut, dem Genitaltrakt und die meisten von diesen Bakterien befinden sich in unserem Darm. Und wenn wir uns die Bakterienbesiedlung entlang des Magen-Darm-Trakts mal etwas genauer anschauen, können wir sehen, dass die sich, je weiter wir im Darm nach unten kommen, immer mehr erhöht. Wo wir im Magen noch relativ wenige Bakterien haben, was auch unter anderem an der Magensäure liegt, deren Aufgabe es ist, auch Bakterien von außen davon abzuhalten, sich in unserem Darm anzusiedeln. Und die meisten Bakterien finden wir dann hier, wenn wir später im Dickdarm landen, wo auch eine viel höhere Diversität zu finden ist. Wenn wir jetzt allerdings das Darmmikrobiom analysieren wollen, ist es relativ schwer, an diese Stellen im Darm dran zu kommen. Und deswegen wird für Darmmikrobiom-Analysen oft Stuhlproben verwendet. Schätzungsweise besteht unser Körpergewicht aus ca. auch 1 bis 2 Kilogramm Mikroorganismen. Es ist trotzdem keine gute Idee, jetzt Antibiotika zu nehmen, um die letzten 1, 2 Kilo zu verlieren, weil diese Mikroben auch einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten. Sie helfen uns zum Beispiel bei der Verdauung, produzieren aber auch Vitamine, die wir nicht selber produzieren können. Sie bereiten Schutz vor Krankheitserregern, denn wo sich schon viele verschiedene Bakterien befinden, ist es deutlich schwerer für Bakterien von außen reinzukommen. Und gerade in den ersten Lebensjahren leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Stärkung unseres Immunsystems. Wenn wir uns mal das Mikrobiom auf verschiedenen Körperstellen angucken, ist es eigentlich ganz interessant, weil diese Mikroben passen sich sehr stark an ihre Umgebung an. Das ist jetzt von einer Studie, wo von gesunden Probanden verschiedene Körperstellen Proben gesammelt worden sind. Und die Analyse, die hier durchgeführt ist, ist eine Ordinationsanalyse, eine sogenannte Principal Coordinate Analysis. Und was hier passiert ist, ist, dass jede Probe als einer von diesen Punkten hier dargestellt wird. Und je näher 2 von diesen Punkten zusammen sind, desto ähnlicher ist die mikrobielle Zusammensetzung zwischen diesen 2 Proben. Und was man hier jetzt ganz nett sieht, ist, dass Proben, die aus dem Darm kommen, noch relativ ähnlich sind, aber in ihrer mikrobiellen Zusammensetzung sehr unterschiedlich zu Proben aus dem Mund.
Und das ist größtenteils auch der Fall für andere Körperstellen, wo hier Mund, Darm, Haut, Nase und Genitaltrakt verglichen worden sind und unterschiedliche mikrobielle Gemeinschaften identifiziert wurden. Die einzige Körperstelle, wo es doch ein paar Überlappungen gibt, ist zwischen der Nase, der Haut und dem Mund, aber das macht halt auch Sinn, weil viel mehr Interaktionen da auch stattfinden können. Den Graph, den ich hier gerade gezeigt habe, ist von dem Human Microbiome Project. Eine von den ersten Studien, die groß angelegt versucht hat, das gesunde Mikrobiom zu definieren und zu erforschen. Diese Studie hat in 2007 gestartet, also eigentlich noch gar nicht so lange her. Daran sieht man auch, wie jung die Mikrobiomforschung insgesamt noch ist. Und was ich Ihnen hier auch zeigen wollte, ist, und was eins der, denke ich mal, überraschenden Ergebnisse von dieser Studie war, ist, dass sich das Mikrobiom doch sehr von Person zu Person unterscheidet. Und das sehen wir in dem Graphen hier, wo wir die Mikrobiomzusammensetzung in den Stuhlproben uns anschauen von insgesamt 200 gesunden Probanden. Und hier ist jeweils eine Probe gezeigt und die Farbe erklärt Ihnen quasi, welche Bakterien in der Probe wie häufig vorgekommen sind. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass viele von den Proben Bacteroides-Bakterien enthalten, aber wie häufig diese Bacteroides-Bakterien in der Probe vorkommen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wo manche Menschen fast nur Bacteroides-Bakterien haben, andere relativ wenig, aber dafür viele andere Arten von Bakterien. Wenn wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken, was die verschiedenen Faktoren in unserem Alltag sind, die unser Mikrobiom auch beeinflussen, ist es vielleicht auch gar nicht so überraschend. Denn das geht schon bei der Geburt los. Je nachdem, ob es eine vaginale Geburt ist oder ein Kaiserschnitt, fängt man mit anderen Mikroben im Leben quasi an. Das geht dann direkt weiter, wo in den ersten Monaten der Unterschied zwischen Muttermilch und Babynahrung auch entscheidet, wie sich das Mikrobiom entwickelt. Unsere Ernährung ist einer der Faktoren, der unser Mikrobiom sehr schnell und auch substanziell beeinflussen kann, je nachdem, was wir essen. Aber auch, wie viel Sport wir treiben, wie viel Bewegung wir haben, ob wir krank oder gesund sind. Unser Mikrobiom verändert sich auch im Alter. Welche Medikamente wir nehmen, nicht nur Antibiotika, sondern andere Medikamente auch und wo wir leben. Viele Faktoren in unserem täglichen Leben, das unser Mikrobiom beeinflussen und von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich sein können. Und was die Forschung jetzt nun festgestellt hat, ist, dass Ungleichgewichte des Mikrobioms im Zusammenhang mit vielen Krankheiten zu beobachten sind. Und es sind wirklich eine ganze Bandbreite an Krankheiten, wo das schon festgestellt worden ist. Am naheliegendsten sind wahrscheinlich die Darmerkrankungen, wo zum Beispiel chronisch entzündliche Erkrankungen mit einem Ungleichgewicht des Mikrobioms einhergehen, aber auch Erkrankungen der Leber, der Nieren, Gehirnerkrankungen wie zum Beispiel Parkinson, Alzheimer oder Depressionen. Da spricht man auch oft von der Gut-Brain-Axis, also von der Darm-Hirn-Achse, wo Unterschiede im Darm sich scheinbar auch aufs Gehirn auswirken können. Aber auch Diabetes, Erkrankungen der Atemwege und verschiedene Arten von Krebs. Es sind aber nicht nur die Krankheiten, wo sich das Mikrobiom von den Patienten zu den gesunden Kontrollproben unterscheidet. Es gibt auch Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Mikroben. Und das betrifft vor allem Medikamente, die wir zum Beispiel oral einnehmen. Was auch intuitiv Sinn macht, denn oft sehen diese Mikroben diese Medikamente, bevor die menschlichen Zellen den Wirkstoff überhaupt bekommen. Und da sind Fälle bekannt, wo die Mikroben die Medikamente entweder aktivieren oder inaktivieren. Das können positive oder negative Auswirkungen sein. Und es liegt vor allem meistens an der Verstoffwechslung der Medikamente. Aber auch umgekehrt haben wir schon gesehen, dass Medikamente Mikroben beeinflussen. Und das ist zum Beispiel im Sinne von dem Wachstum von den Mikroben, aber auch teilweise die Virulenz. Was für viele dieser Krankheiten bisher aber noch unklar ist und Teil der aktuellen Forschung, ist herauszufinden, ob diese Veränderungen im Mikrobiom Ursache oder Folge der Krankheit sind und eventuell zu der Pathogenese von der Krankheit beitragen. Aber was viel Potenzial hat, ist, wenn das Mikrobiom auch eine ursächliche Wirkung auf die Krankheit hat, können wir über neue mikrobiombasierte Therapien in diesem Zusammenhang auch nachdenken. Wie erforschen wir jetzt allerdings das Mikrobiom? Erste Studien haben damit angefangen, direkt Mikroben oder vor allem auch Bakterien zu kultivieren und isolieren. Und das kann man vor allem in diesen Petritischen machen, wo auf dem Boden von dem Petritisch quasi ein Agar ist, der Nährstoffe enthält. Wenn es den Mikroben gefällt, hier die Bakterien sieht man, wachsen auch ganz gut auf diesem Agar. Aber was das Problem war zu der Zeit, ist, dass die meisten, geschätzt 99% der Mikroben, nicht kultivierbar waren. Es war also sehr eingeschränkt, welche Mikroben wir damit studieren konnten. Und was dann
vor allem die Biowissenschaften und insbesondere die Mikrobiomforschung revolutioniert hat, war die Einführung von Sequenziertechnologien, wo wir jetzt nun DNA direkt sequenzieren konnten. Das hat uns dann ermöglicht, detaillierte Mikrobiomanalysen zu erstellen, ohne zu wissen, welche Bakterien in der Probe sind, wie diese wachsen, und hat dieses Problem von der Kultivierung ein Stück weit weggenommen. In den letzten Jahren kamen dann noch zusätzlich andere Technologien dazu, mit denen wir Multiomics-Profile erstellen können. Das sind dann Messungen von der Funktion des Mikrobioms, wo wir zum Beispiel RNA, Proteine oder Metabolite auch messen können, mit deren Hilfe wir dann insbesondere Wirtmikroben, also Interaktionen zwischen dem Menschen und dem Mikroben, weiter erforschen können. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir diese Daten generieren? Also wenn wir hier mit so einer Probe anfangen, wo die Bakterien drin sind, aber auch die bakteriellen Produkte, können wir in einem ersten Schritt zum Beispiel DNA isolieren. Und mit der DNA können wir dann entweder eine Amplikon-Sequenzierung durchführen, wo wir es auf ein einzelnes Gen fokussieren und durch die Analyse des Gens dann die taxonomische Zusammensetzung, also welche Bakterien in der Probe da sind, bestimmen können. Als die Sequenzierung nach und nach dann auch günstiger wurde, mussten wir uns nicht auf ein einzelnes Gen unbedingt beschränken, aber konnten noch die komplette DNA in der Probe sequenzieren. Und diesen Datentyp nennen wir auch metagenomische Daten. Mit diesen metagenomischen Daten, weil wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben, können wir auch detaillierte taxonomische Profile erstellen, also die bestimmten Spezies, die in der Probe da sind, aber auch bakterielle Stämme sogar identifizieren und das funktionelle Potenzial von diesen Gemeinschaften ableiten. Also mit diesen beiden Datentypen können wir quasi die Fragen beantworten, wer ist da, welche Bakterien sind in meiner Probe und was können sie tun. Wenn wir tatsächlich wissen wollen, was diese Bakterien allerdings tun, müssen wir auf die funktionale Ebene gehen. Und da können wir zum Beispiel die RNA aus den Proben auch isolieren, diese sequenzieren, das gibt uns dann metatranskriptomische Daten, oder auch Proteine, also die Bausteine, das gibt uns dann Proteomics, Metabolite, da würden wir dann Metabolomics-Daten erhalten. Wenn wir nicht nur auf Bakterien fokussiert sind, sondern zum Beispiel auch Viren uns anschauen wollen, können wir zum Beispiel auch einen Filter vorher vorschalten. Bei diesem Filter, das funktioniert wie ein Sieb, wo quasi alle großen Moleküle inklusive der menschlichen Zellen und der Bakterien übrig bleiben. Die Viren, die viel kleiner sind, gehen durch und deren Erbgut ist als DNA oder RNA enkodiert. Und die können wir dann wiederum sequenzieren. Das würde uns Viromics-Daten geben. Und zusätzlich sind wir in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden, Mikroben zu kultivieren und zu isolieren. Es gibt jetzt noch sogenannte Hochdurchsatzisolierungsmethoden. Das würde uns dann Culturomics-Daten geben, sodass wir mit den Bakterien hinterher auch wieder Experimente durchführen können. Aber für heute, weil wir nur eingeschränkt Zeit haben, werden wir uns hier auf die DNA-Sequenzierung ein bisschen konzentrieren. Und in der nächsten Folie will ich Ihnen ein bisschen mehr erklären, wie die Amplikon-Sequenzierung funktioniert. Bei der Amplikon-Sequenzierung fokussieren wir uns, wie gesagt, auf ein einzelnes Gen. Das heißt, wenn wir die DNA aus unserer Probe extrahiert haben, haben wir hier unsere mikrobiellen Genome. In dem Fall von 3 verschiedenen Spezies, der blaue, die rote hier und die graue Spezies hier. Und dann suchen wir uns ein Gen aus, was alle Bakterien, die wir analysieren wollen, gemeinsam haben. In unserem Fall ist es das Gen X hier. Das ist in jedem Genom vorhanden. In einem nächsten Schritt würden wir dann dieses einzelne Gen amplifizieren, das heißt im Prinzip kopieren, sodass wir nur noch diese DNA-Fragmente haben, die ausschließlich dieses Gen X enthalten. Das ist also ein viel kleinerer Datensatz, den wir quasi hier generieren. Und diese Fragmente sequenzieren wir dann quasi. Und da das immer das gleiche Gen ist, ich hoffe, Sie können das auch von hinten sehen, sind die DNA-Sequenzen relativ ähnlich und unterscheiden sich hier nur in einzelnen Nukleotiden. Und basierend auf diesen Unterschieden können wir dann feststellen, dass die Fragmente quasi von der blauen Spezies kommen, die hier von der roten und die hier von der grauen Spezies. Und jedes von den einzelnen DNA-Fragmenten hier, die aus dem Sequenzierprozess rauskommen, nennt man Read. Das kommt jetzt auf den nächsten Folien auch noch ein paar Mal. Und bei so einer Amplikon-Sequenzierung von einer typischen Stuhlprobe reichen uns ca. 10.000 Reads pro Probe. Die Frage ist jetzt ein bisschen, welches Gen nimmt man denn? Und da haben Bakterien einen riesengroßen Vorteil. Es gibt nämlich dieses 16S-rRNA-Gen, was alle Bakterien gemeinsam haben. Dieser Prozess, das prokaryotische Ribosom, ist so essentiell für Bakterien, dass es einfach jedes Bakterium haben muss.
Und der andere Vorteil bei diesem Gen ist, dass es zum einen in Weiß hier Regionen gibt, die hoch konserviert sind. Das heißt, ich kann genau bestimmen, wo mein Kopiervorgang anfängt und aufhört. Aber andererseits gibt es diese hypervariablen Regionen auch, die mir dann helfen, verschiedene Bakterien zu unterscheiden. Genau, und dieser Kopiervorgang wird mit universellen Primern quasi, die an diese konservierten Regionen andocken, durchgeführt. Und was ich quasi bekomme, wenn ich so eine Probe sequenziere, sind verschiedene Reads von diesem 16S-Gen, in dem Fall von meiner Probe A hier, die von verschiedenen Organismen kommen. Was ich dann im nächsten Schritt machen würde, ist, wir zählen quasi, wie viele von den Reads von welchem Organismus kommen. Das wird dann in der Regel nochmal normalisiert und als Prozente oder Anteile ausgedrückt. Und dann kann man das zum Beispiel auch farblich darstellen, wo je dunkler das Rot ist quasi, desto mehr hat man von einer bestimmten Spezies, je heller, desto weniger. Und kann das dann auch über mehrere Proben hinweg vergleichen. Also diese Art von Analyse können wir machen, um zum Beispiel verschiedene Proben in ihrer Mikrobiomzusammensetzung dann zu vergleichen. Genau. Das war jetzt Amplifizierung von einem Gen. Wenn wir die komplette DNA sequenzieren, sprechen wir in der Regel von metagenomischer Sequenzierung oder auch Whole Genome Shotgun Sequencing. Unser Startpunkt ist der gleiche. Wir haben unsere mikrobiellen Genome, die wir von der Probe isoliert haben. Aber im nächsten Schritt amplifizieren wir da nicht, sondern brechen diese Genome in kleinere Stücke, in Fragmente. Denn diese Genome sind meistens Hunderte von Tausende von Basenpaaren lang, was einfach zu lang für den Sequenziervorgang ist. Sobald wir aber kleinere Fragmente haben, die ungefähr in der Größenordnung zwischen 300 und 600 Nukleotiden sind, diese Fragmentierung, dieses Zerbrechen von den Genomen erfolgt relativ zufällig und hier brauchen wir keine Amplifikation. Im nächsten Schritt nehmen wir dann diese Fragmente und sequenzieren die auch. Und was Sie hier dann auch schon sehen können, ist, dadurch, dass diese Fragmente von jeder beliebigen Position vom Genom von den Bakterien kommen können, unterscheiden die sich jetzt auch relativ stark. Und da wir jetzt auch komplette Genome und nicht nur einzelne Gene abdecken wollen, brauchen wir auch nicht mehr Tausende von Reads, aber schon Millionen von Reads. Und da kommt die Bioinformatik dann auch rein, weil wir die für die Analyse brauchen, um wieder herauszufinden, wo diese Reads quasi herkommen und welche Organismen in unserer Probe drin sind. Wenn wir jetzt diese Reads haben, haben wir quasi wieder zwei Optionen zur Analyse. Und diese erste Analyse ist referenzbasierend. Was wir quasi machen ist, wir nehmen so einen DNA-Read und durch Vergleich mit Sequenzen auf einer Referenzdatenbank versuchen wir herauszufinden, wo dieser Read ursprünglich herkam und welcher Organismus dahinter steckt. Und wie das im Prinzip dann funktioniert ist, wir haben eine Nukleotiddatenbank mit verschiedenen Einträgen, das wäre jetzt ein Eintrag als Beispiel, und für jeden Read gucken wir dann, gibt es einen Eintrag in der Referenzdatenbank, wo die quasi am besten genau übereinstimmen. In der Regel lassen wir aber auch geringe Unterschiede zu, da der Sequenziervorgang auch Fehler enthalten kann. Und nach diesem sogenannten Mapping, also diesem Vergleich, zählen wir, wie oft ein Eintrag aus unserer Referenzdatenbank gefunden worden ist. Und das sagt uns quasi, wie abundant die Spezies A in meiner Probe ist, die Spezies B und die Spezies C. Also quasi durch die Anzahl der Treffer bekommen wir eine Schätzung über die Abundanz von verschiedenen Genen und Spezies in unserer Probe. Und man kann das ein bisschen vergleichen, wenn man jetzt nicht ein Read, aber ein Wort sucht. Wenn Sie quasi ein Lexikon nehmen und dieses Wort im Lexikon suchen, um herauszufinden, was dieses Wort bedeutet, das ist ähnlich wie dieser Abgleich aus den Referenzdatenbanken. Wo es natürlich Probleme gibt, ist, wenn Sie ein Wort haben, was nicht im Lexikon drin ist. Und genau das gleiche Problem haben wir bei den referenzbasierten Analysen auch. Diese Referenzabgleiche mit Datenbanken funktionieren am besten für gut charakterisierte Spezies und Gene. Und für unsere Zwecke hier bedeutet charakterisiert im Moment, dass ein Genom von dieser Spezies bereits sequenziert worden ist und in unserer Referenzdatenbank vorkommt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie diese Referenzdatenbanken aussehen, wir haben relativ viele Genome sequenziert, das waren ungefähr 100.000 in 2016, das sind jetzt ein paar mehr. Aber die kommen von relativ wenigen Spezies und das war in der Größenordnung von ungefähr 10.000. Und da kommt auch das Problem, dass die Anzahl der sequenzierten Spezies immer noch viel geringer ist als die geschätzte Anzahl der existierenden Spezies auf der Erde. Und da gehen die Schätzungen ein bisschen auseinander und reichen von Millionen über Milliarden zu Billionen. Wir wissen das einfach noch nicht genau. Auf jeden Fall ist die Anzahl in unseren Referenzdatenbanken aber deutlich geringer.
Zusätzlich kommt noch hinzu, dass ein Fokus in der Forschung besteht auf medizinisch relevante Bakterien, was ja auch Sinn macht. Das sind die Bakterien, die wir oft analysieren wollen. Die sind verstärkt vertreten in unserer Referenzdatenbanken, was ein Vorteil ist, wenn man das menschliche Mikrobiom analysieren will, aber deutlich komplizierter ist, wenn man zum Beispiel mit Bodenproben arbeitet. Wenn man quasi Daten oder Mikroben aus einer Probe analysieren will, die nicht unbedingt in der Referenzdatenbank vorkommen, hat man auch eine andere Möglichkeit noch für die Analyse, und das sind Assembly-basierte Analysen. Und hier ist das Ziel, dass wir die Rekonstruktion des ursprünglichen Genoms oder Gens basierend auf den Reads erreichen. Das ist quasi ein Puzzlespiel, wo wir die Reads wieder zusammenbauen und versuchen herauszufinden, wie das ursprüngliche Genom aussah. Und wenn wir uns jetzt statt einem Read statt einem Genom einfach mal einen Satz vorstellen. Die DNA besteht aus 4 Buchstaben, unsere Sprache besteht aus 26, also einfach nur ein bisschen komplizierter, aber funktioniert analog eigentlich relativ ähnlich. Und diesen Satz habe ich jetzt in kleine Stücke zerschnitten. Das sind quasi unsere Reads. Was wir jetzt bei diesem Assembly-Based Analyse machen würden, ist, wir suchen nach Fragmenten, nach diesen Reads hier, die sich ein Stück weit überlappen. Und dadurch machen wir aus einem Fragment ein größeres Fragment, indem wir die zusammenfügen. Der nächste Schritt war dann, das nächste Fragment zu finden, wo eine Überlappung stattfindet, und so erhalten wir wieder ein größeres Fragment. Und das führen wir quasi so lange durch, bis keine Reads mehr da sind, und im Idealfall bekommen wir unseren ursprünglichen Satz zurück. In der Regel oder in der Praxis ist es dann nicht ganz so einfach, weil oft haben wir das Problem, dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, ein Fragment zu verlängern. Und das andere Problem, was wir oft haben, sind fehlende Informationen. Wenn ich dieses Fragment hier nicht habe, habe ich keine Option, diesen Satz mit dem zweiten Teil hier zu verbinden. Und das sind einige von den Herausforderungen, die wir haben. Zusätzlich können Sie sich auch vorstellen, wenn wir so eine Mikrobiomprobe haben, die Genome sind ein bisschen länger und wir haben relativ viele Mikroben da drin. Also der Vergleich ist mehr, wenn Sie ein Buch nehmen und dieses Buch, jeden Satz in kleine Stücke zerschneiden, das auf einen Haufen geben, aus diesen kleinen Stücken dann quasi wieder den ursprünglichen Text zurückzubekommen. Und das ist, wo dann Bioinformatik und Hochleistungsrechner benutzt werden, um diese Assemblierung quasi durchzuführen. Genau. In diesem ersten Teil habe ich Ihnen jetzt ein bisschen über die Methoden und das Wie erzählt, welche Methoden benutzen wir für unsere Forschung. In diesem zweiten Teil möchte ich ein bisschen auf die Fragen eingehen, die wir versuchen zu beantworten. In meiner Arbeitsgruppe ist das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen, die Entwicklung von chronisch entzündlichen und Autoimmunerkrankungen. Und was ganz interessant ist bei diesen Erkrankungen, ist, dass generell eine humane Genetik auch unterliegend ist. Also es sind genetische Faktoren, mit denen Menschen eine Prädisposition zu der Krankheit haben. Aber nicht jeder mit diesen genetischen Faktoren entwickelt die Krankheit auch. Und aufgrund dessen wissen wir, dass andere Faktoren hier eine Rolle spielen müssen, inklusive Umweltfaktoren, teilweise auch Lebensstil einfach und für manche von den Krankheiten auch das Mikrobiom. Wo wir in gesunden Menschen diese diversen Gemeinschaften von Mikroben finden, die im Gleichgewicht mit dem menschlichen Körper leben. In vielen von diesen Krankheiten finden wir aber diesen Dysbiose-Zustand. Und diese Mikrobiomdysbiose ist normalerweise charakterisiert durch eine Reduzierung der Diversität, also wir finden weniger verschiedene Bakterien, eine Ausbreitung potenziell pathogener Bakterien und einen Verlust von kommensalen nützlichen Bakterien. Und was wir versuchen ist, wir versuchen diese Multiomics-Daten zusammen mit integrierten Analysen zu nutzen, um das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren zu erforschen. Und unsere Studien sind in der Regel so aufgebaut, dass wir anfangen mit der Konstruktion von Kohorten. Hier arbeiten wir eng mit klinischen Kollaborationspartnern zusammen, um dann Proben von bestimmten Patienten zu sammeln. Von diesen Proben generieren wir dann verschiedene Multiomics-Daten, die wir im nächsten Schritt dann mit bioinformatischen Analysen weiter bearbeiten, um Hypothesen zu generieren zu den Interaktionen zwischen Menschen und Bakterien und welche Rolle die potenziell in diesen Krankheiten spielen. Im nächsten Schritt versuchen wir dann mit diesen Hypothesen zurück ins Labor zu gehen, um diese zu validieren und weiter zu erforschen. Auf der Folie hier gebe ich Ihnen einen kleinen Überblick über die verschiedenen Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Insgesamt dreht sich unsere Forschung um das Mikrobiom und teilweise auch um die Entwicklung neuer Algorithmen zur Analyse von Mikrobiomdaten. Aber insgesamt möchten wir Interaktionen zwischen dem Mikrobiom und dem Menschen identifizieren und welche Bedeutung die für die menschliche Gesundheit haben, wie diese potenziell auch in falsche Richtungen gehen in bestimmten Krankheiten.
Und eins unserer Projekte hier ist Teil von unserem Sonderforschungsbereich, wo wir uns das Mikrobiom in chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Darmkrebs angucken. Ein zweites Projekt, das ist mein ME-Nütter-Projekt, mit dem ich hier in der TUM auch angefangen habe, dreht sich um orale Bakterien und welche Rolle die in verschiedenen Darmkrankheiten spielen. Dann vor 2 Jahren haben wir auch noch ein zusätzliches Projekt angefangen, wo wir uns die Rolle von Hormon-Mikrobiom-Interaktionen und in der weiblichen Gesundheit angucken. Und dann noch ein letztes, wo wir quasi Moleküle bestimmen wollen, die für die Kommunikation zwischen den Mikroben und der menschlichen Wirt dort fungieren und diese nutzen können für neue Therapieansätze. Aber auf den nächsten paar Folien möchte ich Ihnen erstmal ein bisschen mehr zu den oralen Bakterien und deren Rolle in Magen-Darm-Erkrankungen zeigen. Was sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Das sind verschiedene Erkrankungen, die mittlerweile Millionen von Menschen weltweit betreffen und wiederkehrende oder kontinuierliche entzündliche Erkrankungen des Darms sind, wo die Ursache bisher noch unbekannt ist. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass es eine Mischung aus genetischen Faktoren, dem Mikrobiom und Umweltfaktoren gibt. Aber es ist immer noch eine lebenslange Krankheit, für die noch effektive Therapieansätze fehlen, wo Patienten immer wieder chronischen Durchfall und Bauchschmerzen haben und auch ein erhöhtes Darmrisiko. Die 2 Hauptteile dieser Krankheit sind zum einen Colitis ulcerosa und zum anderen Morbus Crohn. Und die unterscheiden sich hauptsächlich darin, wo die Entzündung sich im Darm befindet. Wobei Colitis ulcerosa vor allem das Rektum und der Dickdarm hier betroffen ist. Bei Morbus Crohn können diese Entzündungen überall entlang des Magen-Darm-Traktes auftreten. Und in der Studie, über die ich jetzt als nächstes sprechen will, die PROTECT-Studie, hatten wir Patientenproben von Colitis ulcerosa-Patienten. In dem Fall ist es eine pädiatrische Studie, das heißt, Kinder mit Erstdiagnose Colitis ulcerosa wurden hier rekrutiert und bei der ersten Probe war die noch therapienaiv. Das heißt, wir konnten das Mikrobiom von dem ersten Zeitpunkt auch analysieren, ohne dass Medikamente es schon beeinflusst hatten. Und je nachdem, wie der Schweregrad der Erkrankung war, wurde dann eine von 2 Strategien für die Behandlung benutzt, wo Patienten entweder Mesalamin oder Corticosteroide gefolgt von dem Mesalamin bekommen haben. Und hier war unser Interesse zu gucken, welche Rolle das Mikrobiom für den Behandlungserfolg und das Fortschreiten der Krankheit spielt. Diese Patienten wurden dann in verschiedene Kategorien im Sinne von Schweregrad der Erkrankung eingeteilt, wo wir Patienten mit inaktiver Krankheit hatten, also symptomfrei zu dem Zeitpunkt, Patienten mit mehr einem milden Verlauf oder einem moderaten, schweren Verlauf und dann die Colectomy-Patienten hier, das sind Patienten mit einem besonders schweren Verlauf, wo auch die Medikamente nicht erfolgreich waren und letztendlich ein Teil von dem Dickdarm auch entfernt werden musste. Wenn wir uns die Remissionsraten von diesen Patienten angucken, sehen wir, dass auch wirklich noch besser verstanden werden muss, was die Ursache von der Krankheit ist. Weil Patienten mit einem milden Schweregrad hatten Remissionsraten von ungefähr nur 50% und es war sogar noch schlechter mit Patienten, die anfangs moderate oder schwere Krankheitssymptome hatten. Genau. Und die erste Analyse, die ich Ihnen hier zeigen will, ist wieder so eine Ordinationsanalyse, basierend auf ungefähr 1200 Proben von diesen Patienten. Also genau wie vorher ist jeder Punkt hier eine Probe und hier sind die Proben dann basierend auf dem Schweregrad der Erkrankung eingefärbt. Und was Sie hier sehen können, ist, dass das Mikrobiom von Patienten mit inaktiver Krankheit auf der linken unteren Seite hier so ein Cluster bilden und dann haben wir hier eine schrittweise Veränderung des Mikrobioms, wo dann Proben von Patienten mit schweren Erkrankungen hier im oberen Teil einen Cluster bilden. Und was das uns verrät, ist erstmal nur, dass Veränderungen von dem Mikrobiom insgesamt in Zusammenhang mit dem Krankheitsschweregrad stehen. Die nächste Analyse, die wir dann durchgeführt haben, um bestimmte Mikroben hier zu identifizieren, ist eine multivariate statistische Analyse. Und das hier sind die 30 Bakterien, die die signifikantesten Unterschiede, also die größten Unterschiede im Prinzip, zwischen den verschiedenen Kategorien hatten, im Sinne von ihrer Häufigkeit, in der sie im Darm gefunden worden sind. Also hier ist jede Zeile ein Bakterium, eine Spezies. Und die Farbe hier gibt jeweils an, wie abundant oder wie häufig dieses Bakterium im Patienten mit inaktiver, milder, moderater oder schweren Krankheitssymptomen aufgetreten sind. Wobei Rot hier heißt hohe Abundanz und Blau heißt niedrige Abundanz. Was wir hier eigentlich ganz schön sehen, ist, dass viele von den Bakterien eher verloren gehen in schweren Krankheitsverläufen
Und das waren vor allem Bakterien von dem Order Clostridialis. Viele von diesen Bakterien können zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren produzieren. Und wir wissen, dass diese Moleküle wichtig sind für die Darmbarriere, um diese aufrechtzuerhalten. Aber was uns viel mehr überrascht hat in dem Fall hier, ist, dass eigentlich alle Bakterien, die eher höhere Abundanz in einem schweren Verlauf gezeigt haben, eher Bakterien sind, die normalerweise im Mund zu finden sind. Es sieht also so aus, als ob irgendwas in diesen Krankheitsverläufen passiert, besonders in den schweren Krankheitsverläufen, wodurch sich Bakterien aus dem Mund potenziell im Darm neu ansiedeln können. Und das ist jetzt was wir uns quasi im Detail anschauen in der Forschung in meiner Arbeitsgruppe. Hier wollen wir also herausfinden, welche Rolle das orale Mikrobiom, also Bakterien aus dem Mund, in der Pathogenese von Magen-Darm-Erkrankungen spielen. Generell, wenn wir in gesunden Leuten das Darmmikrobiom anschauen, finden wir eigentlich relativ wenige Bakterien, die normalerweise im Mund vorkommen. Und wenn sie da sind, sind sie in relativ geringer Häufigkeit vorhanden. In verschiedenen Krankheiten sehen wir allerdings diese Anreichung von oralen Bakterien im Darmmikrobiom. Gerade eben haben wir das für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gesehen, aber das wurde auch schon im Zusammenhang mit Lebererkrankungen und Darmkrebs gezeigt. Und was wir jetzt machen, ist, wir wollen herausfinden, welche bakteriellen Stämme gelangen bei Darmkrankheiten vom Mund in den Darm. Warum können sich diese Bakterien im Darm von Patienten auf einmal ansiedeln, aber nicht in gesunden Leuten? Und welche Auswirkungen hat es auf den Menschen und auf den Krankheitsverlauf? Und was wir hoffen, was wir damit erreichen können, ist neue Möglichkeiten, Darmkrankheiten zu diagnostizieren, aber auch neue Behandlungsmethoden uns zu überlegen und im Idealfall diese Krankheiten auch zu verhindern. Aber das sind noch ein paar Schritte, bis wir dahin kommen. Im nächsten Teil möchte ich Ihnen jetzt einer von den Mechanismen zeigen, die wir identifiziert haben, wie diese Bakterien vom Mund sich quasi im Darm ansiedeln können. Und hier haben wir uns auf ein bestimmtes Bakterium fokussiert und das heißt Veillonella parvula hier. Und der Grund war, dass es in unserer Analyse das eines von den stärksten Signalen gezeigt hat. Wenn wir gucken jetzt hier, wie hoch die Veillonella parvula Abundanz ist, wie hoch die Häufigkeit in Patienten, die am Anfang von der Therapie noch sehr schwere Symptome hatten, können Sie sehen, dass sehr viel von den Bakterien im Darm von diesen Patienten gefunden worden ist. Wenn es den Patienten nach einer Zeit besser ging, war die Abundanz von dem Bakterium dann auch einfach geringer. Aber die Patienten, die weiterhin einen milden oder moderat schweren Krankheitsverlauf hatten, haben auch eine hohe Abundanz von diesem Bakterium weiterhin beibehalten. Das heißt, wir wollten wissen, wie kann sich Veillonella da im Darm ansiedeln. Und wenn wir darüber nachdenken, wie sich das Darmmilieu quasi verändert, sind es vor allem entzündungsbedingte Vorgänge, die durch die Veränderungen auftreten. Und eine dieser Veränderungen ist zum Beispiel, dass Nitrat in größeren Mengen im Darm vorhanden ist durch diese Entzündungen. Gleichzeitig wussten wir aus der Literatur von vorherigen Studien, dass Nitratreduktase-Aktivitäten zuvor bei Veillonella-Spezies beobachtet worden sind. Im nächsten Schritt wollten wir also gucken, ob es einen Zusammenhang mit dem Anstieg von Nitrat und dem Anstieg von Veillonella gibt. In einem ersten Schritt, um mehr an die Gene ranzukommen, die da eventuell involviert sind, haben wir uns dann Referenzgenome von verschiedenen Spezies genommen. Dieses V hier steht für Veillonella, wo unser Veillonella parvula Bakterium hier das erste ist. Und hier sind noch andere Spezies vorhanden, wo Sie die verschiedenen Namen hier sehen. Und in diesen Genomen haben wir dann nach Genen, die eine Rolle für Nitratreduktion sind, gesucht. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass alle diese Veillonella-Spezies diesen Gencluster hier gemeinsam haben. Das ist vor allem dieses NAG-Gen hier, aber auch NAH, J und I. Und auf dieses Operon haben wir uns dann quasi fokussiert. In einem nächsten Schritt haben wir uns dann einen Wildtyp dieses Bakteriums genommen. Es war auch ein orales Isolat von diesem Veillonella parvula Bakterium, das eine funktionale Version von diesem NAG-Gen hatte. Und von diesem Bakterium haben wir dann einen Mutanten erzeugt, indem wir dieses NAG-Gen quasi gelöscht haben. Und dann haben wir geschaut, wie sich das auf das Wachstum von diesem Bakterium auswirkt, wenn wir entweder ein sehr reichhaltiges Medium haben oder dieses Medium plus zusätzlich Nitrat, dieses entzündungsbedingte Molekül, was vermehrt im Darm von diesen Patienten auftritt. Und was Sie in dem ersten Teil hier jetzt sehen können, ist, dass generell ohne weitere Kohlenstoffe das Bakterium eigentlich nicht so gerne in diesem Fall wächst. Und dass nur der Wildtyp mit diesem funktionalen NAG-Gen zusammen mit dem Nitrat dann Wachstum erreicht. Selbst wenn andere Kohlenstoffe dann noch weiter hinzugefügt werden zu dieser Kultivierung, können
der Wildtyp und der Mutant hier etwas besser wachsen, aber wir haben immer noch erhöhtes Wachstum von dem Wildtyp-Bakterium mit diesem funktionalen AG-Gen, aber nur in Verbindung, wenn Nitrat auch in der Kultivierung mit verwendet wird. Und das sagt uns, dass Nitrat das Wachstum von Veillonella pavula fördert, aber dass dieses NAG-Gen essentiell ist, um dieses Nitrat auch zu nutzen. Und insgesamt kamen da noch relativ viele andere Experimente, mit denen wir das noch weiter uns angeguckt haben. Aber insgesamt haben wir quasi herausgefunden, dass Veillonella pavula sich diese Veränderung in der Darmumgebung durch diese Entzündung zu Nutzen machen kann. Zusätzlich zu dem Wachstum, das ist nicht das Einzige, was sich verändert, wenn Veillonella auf einmal auch Nitrat zur Verfügung hat, sondern es moduliert auch viele andere Stoffwechselprozesse. Also das Bakterium fängt an, sich anders zu verhalten, wenn es in einer Umgebung ist, wo andere Moleküle für die Verstoffwechslung zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu den metagenomischen Daten, zu den Sequenzierdaten, hatten wir auch Metabolomics-Daten hier zur Verfügung, haben nach anderen Molekülen gesucht, die sich im Zuge der Krankheit verändern. Und eine Gruppe von Molekülen, die uns hier aufgefallen ist, sind diese Purine. Wobei Purinmoleküle wichtige Baustoffe von Nukleinsäure sind. Und diese sind vermehrt in Patienten mit schweren Colitis ulcerosa Krankheitsverläufen vorhanden gewesen. Gleichzeitig durch die Genanalyse von unseren metagenomischen Daten wussten wir, dass Gene für die Verstoffwechslung von Purinen auch in Veillonella-Stämmen vorhanden sind. Und dann wollten wir als nächstes gucken, können diese Veillonella-Stämme tatsächlich diese Purine auch metabolisieren, verstoffwechseln. Und das ist in der Tat der Fall. Hier zeige ich Ihnen nur die Resultate für eins von diesen Purinen, das nennt sich Hypoxanthin, wo Sie sehen können, dass wenn wir nur das Molekül da haben und dann zusätzliches Bakterium hinzufügen, passiert erstmal nichts, außer es ist zusätzlich Nitrat wieder in der Probe vorhanden. Das heißt, Veillonella kann Purine, insbesondere Hypoxanthin, verstoffwechseln, benötigt aber wieder dieses Nitrat, also dieses Molekül, was in entzündungsbedingten Vorgängen mit vorhanden ist. Warum Hypoxanthin jetzt so interessant war, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie hier. Und zwar ist das die chemische Struktur von diesem Purin. Und wenn wir das mit einigen von den Medikamenten, die auch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen eingesetzt werden, vergleichen, sehen Sie, dass diese Ringe teilweise sehr ähnlich aussehen. Und diese Medikamente hier, 6-Mercaptopyrin und Azathioprine, sind Immunsuppressiva, die in diesen Krankheiten eingesetzt werden. Dann kam natürlich die Frage, können Veillonella-Bakterien auch diese Medikamente verstoffwechseln? Und das ist tatsächlich auch der Fall. Hier zeigen wir das in den ersten Teilen von diesen beiden Graphen. Also das ist das erste Medikament und das zweite Medikament, wo man sehen kann, sobald der Wildtyp hinzugefügt ist, verringert sich die Konzentration von dem Medikament signifikant und das ist für beide Medikamente der Fall. Das heißt, Veillonella pavula kann auch beide Medikamente abbauen. Was wir jetzt noch uns weiter anschauen müssen, ob das auch die Wirksamkeit von diesen Immunsuppressiva beeinflusst. Was wir quasi gezeigt haben, ist, dass sich das Mikrobiom entzündungsbedingt verändert und durch diese entzündungsbedingten Veränderungen eventuell auch den Krankheitsverlauf durch die Interaktion mit den Medikamenten beeinflussen kann. In den letzten paar Minuten will ich Ihnen jetzt noch von einem anderen Projekt erzählen, nur einen groben Überblick hier geben. Dieses Projekt heißt Heroine, was das englische Wort für Heldin ist. Und in diesem Projekt interessieren wir uns und versuchen, Wechselwirkungen zwischen Hormonen und dem Mikrobiom im Kontext der weiblichen Gesundheit zu identifizieren. Was wir jetzt schon gesehen haben im ersten Teil der Präsentation, ist, dass das Mikrobiom insgesamt eine Rolle für die Pathogenese von Krankheiten spielt, wo wir dieses Ungleichgewicht des Mikrobioms in verschiedenen Krankheiten detektieren, was sich von dem gesunden Mikrobiom unterscheidet. Was aber auch ganz interessant ist bei den Krankheiten, vor allem bei Autoimmunerkrankungen, ist, dass es hier deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz von den Krankheiten gibt, wo viele dieser Autoimmunerkrankungen vor allem verstärkt bei Frauen auftreten. Warum das der Fall ist, wissen wir noch nicht. Was wir jetzt versuchen herauszufinden, ob es eventuell mit dem Mikrobiom quasi zusammenhängt und ob es da eine Verbindung gibt. Und die Idee hierbei ist, dass geschlechtsspezifische Krankheiten können vor allem durch die Sexualhormone eventuell beeinflusst werden. Das heißt, wir fokussieren uns hier auf Östrogene und Progesterone und schauen, wie sie das Mikrobiom beeinflussen können und umgekehrt und ob das überhaupt der Fall ist. Und die Idee hierbei ist, dass geschlechtsspezifische Krankheiten können vor allem durch die Sexualhormone eventuell beeinflusst werden. Das heißt, wir fokussieren uns hier auf Östrogene und Progesterone und schauen, wie sie das Mikrobiom beeinflussen können und umgekehrt und ob das überhaupt der Fall ist.
Wenn wir uns jetzt Östrogen- und Progesteron-Levels in Frauen angucken, ist so ein bisschen das Problem, dass diese Levels von den Hormonen während des Menstruationszyklus schwanken. Das heißt, je nachdem, in welchem Stadium des Menstruationszyklus die Frau ist, haben wir unterschiedliche Konzentrationen von diesen beiden Hormonen. Aber das sind typischerweise Sachen, die bei den Mikrobiomstudien bisher noch nicht gemessen wurden. Das heißt, wir können uns das auf publizierten Daten nicht unbedingt angucken. Wir haben jetzt aber einen Weg gefunden, wie wir da zumindest mal eine erste Idee bekommen, und das zeige ich Ihnen an dem Graphen hier. Das ist jetzt also eine gesunde Kohorte, wo wir uns zuerst die Diversität des Mikrobioms bei Männern angeschaut haben. Und hier können wir sehen, das ist eigentlich eine nette Normalverteilung, wo der Peak hier ungefähr bei einem Index von 75 ist. Wenn wir das Gleiche bei Frauen machen, bei gesunden Frauen, sehen wir schon, dass es hier eine bimodale Verteilung ist, wo unterschiedliche Stadien quasi von der Diversität vom Mikrobiom bei diesen Frauen detektiert werden können, was ganz interessant ist, weil es auch 2 Teile vom Menstruationszyklus gibt. Die Informationen haben wir jetzt noch nicht, um zu gucken, stimmt das mit denen überein, aber das versuchen wir jetzt mit neuen Daten quasi zu machen. Was hier ganz interessant war, ist, wenn wir das mit der Diversität von Frauen vergleichen, die hormonelle Verhütungsmethoden benutzen, also vor allem die Pille, wo diese Schwankungen von den Hormonen unterdrückt werden, geht dieser bimodale Anteil von der Mikrobiomverteilung auch weg. Das heißt, die Diversität des Mikrobioms fluktuiert in gesunden Frauen und diese Fluktuationen treten nicht auf in Frauen, die Pillen nehmen. In dem nächsten Schritt haben wir dann geguckt, welche Mikroben mit diesen Veränderungen der Diversität assoziiert sind durch statistische Analysen. Und ein paar von diesen Mikroben haben wir dann schon mal genommen, wie zum Beispiel dieses Bifidobacterium pseudolongum hier. Und zusammen mit Östrogen und Progesteron in unterschiedlichen Konzentrationen haben wir die wachsen lassen. Und hier sehen wir auch schon ganz schön, je nachdem, wie viel von dem Hormon da ist, beeinflusst es das Wachstum von den Bakterien. Gleichzeitig wissen wir auch von der Literatur, dass Bakterien Hormone regulieren können, hormonähnliche Stoffe produzieren können und auch verstoffwechseln können. Aber was bisher noch nicht bekannt ist, ist, wie Hormon-Mikrobiom-Interaktionen im menschlichen Körper agieren. Und dadurch entsteht diese aktuelle Wissenslücke, welche Folge Hormonstörungen auf das Mikrobiom haben und welche Rolle Hormon-Mikrobiom-Interaktionen für die weibliche Gesundheit spielen. Das schauen wir uns in unserem Projekt an, wo wir insbesondere das Darmmikrobiom und das vaginale Mikrobiom untersuchen und dieses Zusammenspiel mit endogenen Hormonen, die vom Körper produziert werden, und exogenen Hormonen, die wir quasi in Form von zum Beispiel der Pille einnehmen, in der Frau passiert. Und das machen wir zum einen in einer gesunden Kohorte, wo wir gesunde Frauen haben. Gesunde Frauen, die hormonell verhüten, und Frauen während der Menopause, wo diese hormonellen Schwankungen auf natürlichem Wege aufhören. Und das wollen wir benutzen, um unsere quasi gesunde Baseline zu etablieren und dieses Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Arten von Hormonen und dem Mikrobiom in einem gesunden Zustand zu etablieren. Das Gleiche wollen wir uns dann noch im Sinne von Veränderungen in Krankheiten angucken, wo hier unser Fokus auf Unfruchtbarkeit ist. Zusätzlich zu Patienten mit weiblicher Unfruchtbarkeit sammeln wir auch Proben vor und nach der Hormonbehandlung, wo wir schauen wollen, wie das Darm- und vaginale Mikrobiom eventuell den Erfolg von diesen Hormontherapien beeinflussen kann. So, das bringt mich jetzt zu meiner letzten Folie, nochmal als kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte Sie heute Abend überzeugen, dass das Mikrobiom eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit spielt. Es gibt viele Faktoren in unserem täglichen Leben, was unser Mikrobiom auch beeinflussen. Was in den letzten Jahren vor allem die Mikrobiomforschung revolutioniert hat, wenigstens aus unserer Sicht, weil wir viel auch mit Daten arbeiten, ist die Sequenzierung und die Erstellung von Multiomics-Profilen, die wir nutzen können, um taxonomische und funktionale Aspekte des Mikrobioms zu erforschen. Und was wir uns heute aus unserer Forschung ein bisschen angeschaut haben, ist, wie orale Bakterien eventuell Magen-Darm-Erkrankungen beeinflussen können, wo wir gesehen haben, dass orale Bakterien sich entzündungsbedingt im Darm ansiedeln können und dort womöglich die Wirksamkeit von verschiedenen Medikamenten beeinflussen können. Und im letzten Teil habe ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick gegeben für eine neue Studie, die wir haben, wo wir uns Hormon-Mikrobiom-Interaktionen und deren Rolle in der weiblichen Gesundheit anschauen. Damit möchte ich mich noch kurz bedanken bei meinem ganzen Team. Ein paar von Ihnen sind auch heute Abend hier, sowie den Kollaborationspartnern von den 2 Projekten, die ich heute vorgestellt habe, und auch von unseren Fördergebern, die uns erlauben, diese Forschung auch durchzuführen.
Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn wir Zeit für Fragen haben, können wir das gerne jetzt noch tun. Absolut.